Hallo und herzlich willkommen zur Folge. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 33 von The Legend of Heroes, Trails in the Sky, the Third. Ja, das war ein verdammt schlechter Scherz, aber hey, meine Güte, ich bin offiziell Daddy, ich darf schlechte Witze machen. Und ja, das habe ich auch schon vorher gemacht, aber hey, jetzt habe ich einen Grund. Wollen wir gar nicht lange weiterreden. Wir sind immer noch in dem Leiston Fortress Abschnitt mit Richard unterwegs. Und wir alle wissen, welcher Kampf uns jetzt bevorsteht, nämlich mit Daddy Cassius. Bevor wir den aber machen und bevor wir uns auf dem letzten Platz auch noch unsere Thronen holen, müssen wir erst einmal uns hier durchkämpfen. Und ich hoffe, wir kommen hier ganz gut durch, aber es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jawohl. Ich kenne das Layout immer noch nicht, weil ich mir immer noch keine Karte dazu geholt habe. Aber wir sind bis jetzt so gut durchgekommen, das wäre ja wohl ein schlechter Scherz, wenn wir das nicht auch noch hinbekommen würden. Ich fände es auch schön, wenn wir so langsam mal durchkommen, weil es ist ja noch ein viertes Gebiet, das wir erkunden müssen. Plus, das sind wahrscheinlich, ja, es sind Treue. Serum Powder, was steht hier? If only I'd come with an explosive trap. Naja. Plus, wir haben ja noch das 7. Kapitel. Beziehungsweise, ich glaube, es sind sogar noch 2 Kapitel, die kommen. Eines davon ist kurz und das letzte ist so wie immer so der letzte Dungeon. So. Zack. Und wir sind ich glaube, auf dieser Ebene auch mit den Türen, die ja zahlreich waren und auch noch sind. Wir haben ja auch noch eine offen. Ach, ich bin dumm, da war noch was. Warum nicht zweimal kämpfen? Und, naja, und dementsprechend will ich auch so langsam mal ein bisschen in die Pushen kommen, weil das wird sowieso schon das längste Kapitel. Keine Frage. You found a torn note that says chest number 53 was here. Okay. Hier lang? Das sieht schon aus wie der richtige Weg, oder? Gucken wir nochmal eine weiter. Nee, ha, sehr gut. Entsprechend, ich will hier schon ein bisschen schnell durch jetzt. So, I hope you at least made sure to not leave fingerprints on the crime scene. Ja, das habe ich aber. Und ich finde auch an diesem Dungeon und auch diesem Aufbau merkt man so ein bisschen, es ist sehr repetitiv, es ist sehr... Ich finde, über die spielerischen Qualitäten kann man ja auch wie immer sehr gut streiten. Ich finde es völlig in Ordnung. Gerade das Kampfsystem im Normalfall macht auch echt eine Menge Laune. Aber gerade Trails in the Sky the Third, was haben wir denn hier? Ah, sehr schön. Man merkt einfach, es ist nicht so viel Originelles dran. So ganze Kevin-Geschichte super, auch was noch in der letzten Ebene auf uns wartet, ist auch noch super, aber dazwischen ist so viel Füllwerk, ne? Did you know the average human body contains enough bones to make an entire human skeleton? Ja, das hoffe ich doch. Und ich finde, gerade in diesem Kapitel merkt man das sehr krass. So bei den anderen haben sie sich wenigstens noch Mühe gemacht, irgendwie so eigene Dungeons in Anführungsstrichen zu bauen, weil ich finde, das sind keine guten Dungeons, das sind einfach Korridore. Aber die sind dann ja so ein bisschen in der Hinsicht auch öde, dass sie ja... Ach, guck mal hier, das ist auch eine Truhe. Da kommen wir bestimmt gleich auch noch. Kann ich hier runtergehen? Nein, kann ich nicht. Was ich sagen wollte... Also selbst die neuen Dungeons sind optisch echt nicht spannend. Also die sind auf den ersten Blick cool, aber sie haben halt keine Points of Interest. Die sehen halt überall gleich aus. Und das ist ja ein grundsätzliches Problem bei Dungeons von Trails in the Sky. Ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht, weil ich so viel nebenbei laber. There are mustard stains in this chest. Aber bis jetzt haben wir eigentlich einen ganz guten Lauf. Und ich hoffe... Ja, hier ist auch nochmal eine Truhe. Ich hoffe, ich verpasse dadurch nichts. Ja, und deswegen bin ich auch recht froh, wenn wir diesen Teil durch haben. Denn so sehr ich die Sky-Trilogie liebe, also insbesondere Teil 2, finde ich ganz, ganz toll. I have a cousin in Arabonia. He doesn't talk much. Ja, das ist übrigens eine schöne Anspielung. Ich glaube, die hatten wir schon mal auf Cold Steel, denn da sprechen die Truhen ja nicht. Da gibt es das Feature nicht mehr. Sehr, sehr schade übrigens. Oh, ist da vielleicht auch noch ein Raum? Nee, ist es nicht. Dann auf gar keinen Fall da lang, weil wir müssen ja noch hier... Siehst du mal, da kommen wir nämlich auch noch hin. Wir kommen bestimmt noch zu dieser Truhe, die wir gesehen haben. Ja, aber was Sachen... Oh, mir fällt gerade ein, ich habe in der Review zu Kuro no Kiseki was vergessen. Auch da, letzter Dungeon, letztes Gebiet, wieder
viel zu lang. Viel zu lang. Das ist so ein Grundproblem. Ach, guck mal, war sogar wichtig. Give me loot or give me death. Und hier ist es ja nicht nur der letzte Dungeon, es ist ja eigentlich das gesamte Spiel, so mehr oder weniger. Hier wäre es wirklich cooler, also auch mit den Türen. Irgendwie, man hätte es alles noch konzentrierter machen können, finde ich. Es ist zu viel Rumgerenne, zu viel Nebenkram für den Inhalt, der letztlich drin ist. Ich mag das Gameplay immer noch sehr gern, aber das ist es. Es gibt spannendere Sachen. Sagen wir mal so. Ach, guck. Sehr schön. Curia Bomb. Nope, Joshua isn't in here. Ja, ist aber bei uns, ne? Also das wäre jetzt wirklich sehr merkwürdig. Hoppala. Hab ich nicht gesehen. Hab ich wirklich nicht gesehen. Verrückt. Ist aber gar nicht schlimm. Dann haben wir noch ein bisschen S-Craft-Zeugs gesammelt. Wenn der Dude, den wir jetzt bekämpfen, der ist, für den ich denke, dass er der ist. Es ist Cassius. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Also, warum rede ich so drum herum? Dann werden wir auch die S-Crafts gut gebrauchen können. Also hilft es gar nicht, uns jetzt hier zu sehr zurückzuhalten. Da wird doch bestimmt auch mal nochmal ein Monument oder sowas kommen. So, Nummer 1 weg. Und Nummer 2 weg. Deswegen. Guck mal, dafür haben wir den Schlüssel nämlich gebraucht, den wir gefunden haben. CO3 Key. Rein da. Jawohl, hier noch ein Monument. Jetzt können wir auch nochmal auf der Schnellreisekarte gucken. Vielleicht ist es ja auch das letzte gar nicht mehr so groß. 3 Stück noch. Ja, wobei aber auch hier sind 3 Stück gewesen, ne? Also vielleicht von der Größe ähnlich. War jetzt aber doch länger, als ich gedacht hätte. Von daher, naja. You made it, I see. Ja, es ist Cassius. Wenig überraschend und deswegen, naja. Brigadier General. Dead. I thought the ordeal revolving around the areola was over, but it looks like that was premature of me. I doubt even Ragnar saw this coming. What about you and the Groundswater, Kevin? Did you? Nope, it took us completely by surprise. Although I can't say for sure whether the big wigs at the top of the congregation for the sacraments had any idea this might happen. I do wonder. Well, I suppose there's no point in debating that now anyway. Let's get down to business. As you know, I'm the third of the Guardians. If you defeat me, you can move on. If you can't, the road ahead will remain forever closed. Of course, you already know as much, don't you? Indeed, we came fully resolved to deal with what we knew was waiting for us. Defeating you will allow me to finally cut down my hesitations and move forward. And for that reason, I will hold back nothing. That's what I wanted to hear. Still, I wasn't expecting the two of you to get dragged into this with you out of the country. I've been reading all the letters you sent me. How are the two of you doing? Good? We're both doing great. I'm glad to see you look well too. I'm not planning on letting age get the better of me yet. Either way, this will be a good chance to show me how much you've improved since you left on your trip. I'm looking forward to it. Right. Of course. Ja dann, Leute. Well, I think that's enough talking. It's time we got started. As I'm sure you understand already, I couldn't hold back, even if I wanted to. Übrigens auch hier wieder schön, wenn man Estelle und Joshua mitnimmt, dann kommt überhaupt dieser Dialog. Habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass das nochmal so abgeschnitten war jetzt mit der nächsten Blase. Das würde nicht kommen, wenn wir die nicht im Team hätten. Eigentlich eine coole Sache, ne? So, Richard, I have only one thing to say to you. Yes, sir. I love you. Defeat me, that is all. I shall. Oh, guck mal, ist sogar nur einer diesmal. Das heißt, die Flächenangriffe bringen uns auch gar nicht so viel. Sag mal, wie viel hat er denn? 80.000. Das kriegen wir doch hin mit unseren völlig überlevelten Dudes. Und guck mal. Sehr schön, Estelle hat 200. Aber ich möchte natürlich Estelles normalen Angriff auch noch mitnehmen. Wenn sie überhaupt drankommt, jawohl. Siehst du? Dann haben wir nämlich auf einen Schlag noch mehr. Oh Mist, jetzt muss ich leider auch noch Richards nehmen. Sehr schade, aber ich will einfach nicht, dass er sich heilt. Also 10% Heilung ist bei der Anzahl schon nicht wenig. Nochmal 7.000 fast, sehr schön. Ja, wobei, warte mal.
wer hat denn am wenigsten gerade? Entweder Josh, ja, eigentlich er selber, ne? Zack, 3000, sehr schön. Aber Estelle hat auch gar nicht so viel. Also ist gar nicht so schlecht, wenn wir die beide einmal kurz heilen. Eieiei. Wahrscheinlich sehr gut, dass wir das gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich diesen Kampf jemals geschafft habe vorher. Guck mal, 2 weg. Crazy. Dann geben wir doch... Guck mal, wir haben Serum Capsules, haben wir mehr. Also geben wir die auch raus. Und du gibst aber nur einen Celestial Balm. Wollen es ja nicht übertreiben. So, und du kannst bitte schön Tyrion machen auf... Estelle, auf Joshua ist, glaube ich, wichtiger. Estelle kann sich selber heilen. Sehr schön. Und dann Hinder. Ja, ich muss sagen, Kevin ist in diesem Kampf gar nicht mal so nützlich. Ist also gar nicht so schlimm, dass er da so ein bisschen hat einstecken müssen. Komm, wir haben jetzt auch gleich schon die Hälfte, also kommen gut voran. Das Einzige, was halt hier wirklich krass ist, Strength und Speed Up. Das ist gar nicht mal so gut. Kann ich, nee, hat kein... Ich sollte trotzdem... Ich muss mal kurz gucken, ob irgendjemand von denen hier Earthguard, Earth Wall. Es kann halt sein, dass jetzt Joshua stirbt, deswegen will ich die S-Craft lieber mitnehmen. Sonst lohnt sich das hinterher wieder nicht. 6000 immerhin. Ja, stirbt zwar nicht, aber ist jetzt auch nicht so super lebendig. Also heilen. Aha. Siehst du mal. Latier. Heals. Kann sich selber heilen. Okay. Alter. Ich sag's ja. Das ist schon echt hardcore. Alter. Ja. Ich würde es jetzt einfach auf easy machen. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich diesen Kampf jemals nicht in normal geschafft habe. Kann ich jetzt wirklich nicht sagen, weil wir sind ja maximal überlevelt und kriegen es trotzdem nicht hin. Denkt, was ihr wollt. Mir ist das Kämpfen hier nicht wichtig genug, als dass ich denken würde, oh, das muss jetzt unbedingt auf normal schaffen. Ich glaube, ich hatte den letzten Boss von Kuro no Kiseki zum Beispiel auch gar nicht erst versucht, nochmal in normal zu schaffen, weil ich in dem Moment wirklich gar keinen Bock mehr hatte. So. Okay. Ich habe schon das Gefühl, es ist deutlich einfacher, jetzt schon. Weil ich halt viel mehr aus, oder bilde ich mir das nur ein? Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? So, jetzt hauen wir nochmal drauf. Zack. 11.000, glaube ich sogar. Wow. Es ist ja viel, viel einfacher. Warte mal. Hat er jetzt nur noch... Ja, okay. Er hat 8.000 HP auch weniger. Und er teilt, glaube ich, weniger aus. Das ist schon ein riesiger Vorteil. Das mal gelinde zu sagen. Das könnte jetzt halt... Also das ist schon echt ein wahnsinniger Unterschied. Ehrlich gesagt. Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber so ist das. Nehmen wir gerne mit. Es geht mir hier um die Story, deswegen werde ich es nicht müde zu betonen, ist mir wurscht. Guck, das gibt sogar richtig Erfahrungspunkte. Deswegen war das auch so schwer. Krass. Naja. I think all those rumors about his strength were underselling him. We did it. Congratulations. That was a well-earned victory. So Richard, have you finally been able to clear aside your hesitations? I believe so. No matter where life may end up taking me, the swordsmanship I learned from you will always have a place and use. As such, I intend to keep following the path I have chosen for myself, pride in my heart. Well said.
Although I can't pretend not to be a tad disappointed. If you'd returned to the army, I could have piled all my work onto you instead. Looks like I'm not going to be able to retire anytime soon. I'm afraid not. But know this, as my final duty as a member of the military, I will resolve this crisis and return everyone to the real world. Real world. Oh Gott, Zungenbrecher für mich. Have no doubt about that. Oder no doubt of that. I'll be counting on you. Don't worry about us either, Dad. Me and Joshua will get out of here safely, we promise. Yeah, we'll be just fine. I'm sure you will. When you get out of here, you'll have to try and find the time to pop back to Liebe from time to time too. I'll be happy to see you. Make sure to bring Ren with you, alright? Oh, no problem. Look forward to it. Regardless, my time here is short, so I'll make this brief, Kevin. By now you must have a fairly good idea who the Lord of Phantasma is, correct? Yeah, I just need one last push to be completely certain. I'll probably get that push in the next area too. I see. It's not really my place to say anything more to you, so I would ask only that you not forget this. No man is an island, no matter how much they may wish to isolate themselves from others. No one can live their life truly alone. Boah, Cass ist mal wieder... ist mal einfach wieder Goat, weiß wieder alles. So, damit haben wir diese Area auch bereinigt, aber wir haben noch 2 Sachen hier zu tun. Moment. Okay. Well, we have but one area remaining now. After what we have accomplished here, I'm not sure we have anything to fear. Ah, yeah. Let's head back to the scenic route and check the final monument. That way we can find out what the condition for opening it is. Ja, lass mal nicht, denn uns fehlen noch 2 Sachen. Und zwar, das erste ist im Pregnant Fortress, genau. Ich laufe da jetzt nicht den ganzen Weg zurück, ich bin ja nicht komplett blöd. Also erstmal neu aufladen, genau. So, das erste ist, ich will hier unbedingt kämpfen. Das liegt mir die ganze Zeit so auf der Seele. Ah, Gott sei Dank habe ich es nochmal gemacht. Das war mir wichtig. Nein, hier unsere Truhen. Auf gar keinen Fall vergessen. Oder Truhe. Kann ja auch nur eine sein. Aber ich hätte schwören können, da waren 2. Da ist eine. Ja, Tatsache. Super Gladiator Belt. Das habe ich mir aber eingebildet, weil die hier habe ich nicht gesehen. Ich habe gedacht, da stehen so 2 nebeneinander. They say it's what's on the inside that counts. Now, look what you've done. Okay. Super Gladiator Headband. I'm telling my mommy on you. So, die Frage ist nur, hier kann ich nichts sehen. Ist hier vielleicht sogar noch eine Truhe? Nee, ne? Nee. Okay, so. Und dann haben wir noch... Ach, ich muss nachgucken. Ich weiß wieder nicht. Star Door 12. Vielleicht ist das auch wieder so eine kürzere. Ich weiß es nicht. Aber wir haben nur noch 4 Star Doors. Also, Leute, wir nähern uns dem Ende der Doors. Und entsprechend, die müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Bring to me the repenting patriot. Only then shall the door open. Yes. Ich glaube sogar, ich weiß, welche Tür das ist. Und die ist echt ganz cool. Also die ist nicht so schlecht. Wenn es die ist, die ich denke, ich verspreche jetzt wieder gar nichts, ne? Okay, Star Chamber. I shall grant to your memory fragment and my blessing. Ich glaube, es zeigt uns jetzt so ein bisschen das Leben von Richard nach Second Chapter, also so ein bisschen, was jetzt so sein neuer Job ist. Und das ist echt cool. Also, was heißt, das ist echt cool? Das ist zumindest interessant, so wie es mit dieser Figur weitergegangen ist. Und das ist auch wirklich der wahre Charakter dieses ganzen Spiels, so ein bisschen epilogsmäßig, ne? R&A Research, Rune Office. Also Richard and Amalthea ist jetzt nicht so weit hergeholt, ne? Oh my, look at all of this. I hope it will prove useful. So. I see. You've sure found out a lot. With this many potential sales routes, I've got nothing to fear. I'll be able to make my move into the Erebonian capital as soon as I'm ready with this kind of information. You asked us to investigate the current situation with regards to ointment sales in Erebonia, so I centered my investigation around stores in the region itself. And you did a fantastic job too. Still, the problem of transport remains. After all, old Borden's got his grubby hands all over the international liners already. It's true that the Borden family has preferential access to 40%
the load capacity of international airliners leaving Libel for Arbonia. However, they are no longer the only available option. There are now private carriers as well. Komm, Kanone. Das ist so ungewohnt, die so in einem anderen Outfit zu sehen, ne? Here are some supplementary materials regarding that issue. My, you certainly come prepared, don't you? Well, this request ended up taking a little longer than originally anticipated. Consider this a little extra on us in exchange. I like those who think 2 steps ahead. You sure you don't want to come and work for me? I'd pay you handsomely. I'm certainly flattered. You think highly enough of my skills to offer. I'm not sure I have what it takes to be successful in the cutthroat world of business, though. I'm a rather timid man, you see. Come now, you can't fool me. Well, do keep my offer in mind, if you would. Please allow us to escort you out. Oh, since I have you here. Maybe I should give you one more thing to look into? I've already had Simon get started, but I'm not sure he's up to the task. I'd be happy to help if I can. Will this be another request to research a foreign market? It certainly will. Oh, look what you've got over there. Perfect. Was haben wir denn da? Die Karte, ich kann gar nichts drauf erkennen. This place right here. Orid State? That's an unusual choice. It's quite a small place. That just makes it easier to seize a majority in the market. Small as it is, it's not like it isn't accessible by airliner, and what market there may be there is all but free for the taking right now. So you want us to research the potential size of the market there, in other words? Shall we focus entirely on the open market, or broaden the scope of our investigation and look into the market in general? The market in general. Do you think you can do it? With ease. I'll get in touch with one of our staff members stationed near the state right away and begin weighing options. That's what I wanted to hear. I'll be back here next week anyway. We can discuss the details then. Ta-ta! Until then, take care. Kanone. Or it's quite far inland. When the Rains brothers in the general area of the continent? Yes, they are. I'll get in contact with them later. Thank you. Rains, den Namen könnt ihr schon mal merken. She's not a merchant of Bose for nothing, is she? She's always coming in with such interesting, ambitious requests. She's not half as ambitious as you are. I think you may be overestimating me a little there. Well, can you show our next visitor in? Certainly. Ja dann. Wer kommt denn da? Hello there, Alan. Sorry for dropping in on you again. I just wanted to get your input in another little something regarding the city's finances. Oh, that won't be a bother at all. Please take a seat. So, what exactly can I help you with today? Läuft bei Alan aber so richtig. Ja, nochmal ein bisschen Chit-Chat. Ja, also, das sind diese Momente, für die ich Trails in the Sky the Third liebe. So ein bisschen wirklich wegschicken aus diesen bekannten Figuren, weil eine Menge von diesen Figuren werdet ihr erstmal nicht wiedersehen, wenn überhaupt jemals wieder. Ich weiß es nicht. Also zum Beispiel Richard ist weg. Josette und nicht Josette hier, Dorothy und Niall, die werdet ihr auch nicht wiedersehen. Und es ist irgendwie nochmal so ein schöner Moment, innezuhalten, zu schauen, wie ist es denen danach weitergegangen? Wie geht's denen? Und überhaupt, das ist echt ganz cool. Und man muss ja auch sagen, es ist auch okay, dass sie später nicht mehr auftauchen, weil sie haben ihre Rolle gespielt. Sie sind sehr stationär in Libel, jetzt außerhalb von Richard, und der taucht zumindest in einer Form nochmal so ein bisschen auf in der Crossbow-Duologie. Aber so gerade so Niall und Dorothy, was sollen die auch woanders? Ne? Dorothy fliegt halt gerne mal nach Kalvar, wenn sie einpennt, aber das ist halt eher so, okay, das hätte man noch vielleicht irgendwo einbauen können in einem späteren Spiel, aber ansonsten, das ist ja auch völlig okay und es kommen so viele neue Figuren hinzu. Irgendwann muss man sich auch mal von alten trennen und es kommen immer noch wahnsinnig viele alte Figuren wieder vor, deswegen ist es aber so schön, auch nochmal so ein Send-Off zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Das tut richtig gut und deswegen liebe ich dieses Spiel. Nicht für seine Struktur, sondern für solche Momente. So.
All seems to be going rather well with this business now, don't you think? Indeed. Although I admit that it's taking me time to adjust my days being so peaceful. I do miss having a sense of tension in my life. That's something you'll just have to live with, I'm afraid. We're civilians now, not soldiers. That's true enough. In any case, it's an honor to be able to live and work with you in the city where you were born, Your Excellency. Kanone, I really would prefer it if you addressed me as Sir now. Und ich glaube, das ist auch was man jetzt im Englischen oder für uns im Deutschen nicht so geil übersetzen kann. So, wir haben zwar im Deutschen eine Höflichkeitsstufe mit Sie und anstatt du, aber ich glaube, das ist ein typischer Fall von Suffixen, also diesen Anhängseln in der japanischen Sprache. Das heißt, wenn man jemanden anspricht, dann hat man in der Regel ein Suffix, das man dranhängt, das die Beziehung auch widerspiegelt. Also beispielsweise, wenn jemand der Lehrer oder von jemandem ist oder der Einarbeiter von jemandem ist, dann hängt man dieses klassische Sensei dran. Das ist ein Suffix, ja, das ist keine Bezeichnung, sondern das ist eine Klarstellung, wie das Verhältnis der beiden zueinander ist. Und ich schätze mal, hier ist was Ähnliches, weil Sir ist jetzt ja auch nicht so, sag nicht eure Exzellenz, also eure Erhabenheit, nee, nicht eure Erhabenheit, sondern eure Durchlauchtheit, sage ich jetzt einfach mal, sondern sagt Sir zu mir. Das klingt ja irgendwie auch schon komisch, aber ich schätze mal, es ist wirklich, sie hängt da immer so ein verehrendes, verherrlichenderes Suffix dran und das will er nicht mehr haben, sondern ein ganz normales, ihre Geschäftsbeziehung, hey, ich bin dein Vorgesetzter, red mich auch so an. Hoppala. Einfach mal kurz Wecker geworden. My apologies, Sir. There's no need to apologize. Es fängt an zu regnen. Well, I think we should probably go inside. Not sure I like the look of the sky. Ha, vielleicht sind da Trails drin in den Sky. Oh. Huh? It couldn't be. Sir, is something the matter? Oh, it's nothing of much importance. I just noticed that we seem to have mistakenly received another letter intended for the mayor. It's understandable that it keeps happening given that this building is previously his, but it is a tad troublesome nonetheless. I suppose I'd better go and deliver it to him. It could be something important. Now, sir? Couldn't it wait? It seems like it's going to start raining any minute. It's not too far. Even if it does start raining, I won't be exposed to it for long. Can I ask you to handle the regular reports in the meantime? Yes, of course. Das ist schon ein bisschen komisch, ne? Was der Richard da mal wieder für sich entdeckt hat, wir wissen es nicht. There's no mistaking it. Ja, was denn? Ich verstehe es noch nicht. That letter was sealed in a special way we used in the intelligence division. The letter itself is a meaningless decoy. The real message is concealed in how the envelope itself was sealed. It means come to the landing port. Someone from the intelligence division is calling me in hopes of speaking to me. Most likely because they bear a deep-seated resentment towards me and what I did to them. Tja, and I have a duty to go and see them. After all, I was their commander. I was the one who pushed their life off the rails and ruined their future. Ja gut, aber es ist auch immer noch eine eigene Entscheidung, ne? Muss man dazu sagen. So, dann. I've been waiting for you. So it was you, Sander. Indeed. It's good to see you again, Colonel. I'm pleased to see you're still well. I'm not a colonel anymore, Sander. Though I feel as though saying as much has become a hobby. No one around me seems willing to correct themselves. Oh, I'm aware, but today I intend to address you as Colonel nonetheless. I called you here because I have something that I need to ask you. I hope you can forgive me for forcing you to come out here with the weather so poor. If I can answer your questions, I will. Don't feel as if you need to hold back on my account. If you can't accept something in the answer I give you, by all means say so. Then I'll get straight to the point. Why did you leave the army behind, Colonel? What happened to your love for your country? Oh, schöner Blitz. Also, schöner Moment, der Blitz in sich war einfach ein weißer Screen, ne? Nicht falsch verstehen. I see you at least returned to the military. I was relieved to see that in truth. You were always an exceptionally capable soldier, even back in the military academy. If you hadn't had the misfortune of meeting me, if you hadn't had the misfortune of being caught up in my foolishness, you would probably be a field officer by now. I'm truly sorry about what I did to you.
Please don't get me wrong, Colonel. I don't in any way blame you or harbor resentment for what you did. You thought about what was best for this country more than anyone else I know. Your patriotism was genuine and heartfelt. I don't regret following you at all. I'm honored that I could. It's certainly true that doing so has become a significant obstacle in my chances of promotion, but I couldn't care less about that. As long as I can continue to serve in the military, to serve the country I love with all my heart, I am happy. Know that I harbor no ill feelings towards you regarding the past. But what are you doing now? You used to worry for this country's future more than any of us. You cared for it more than any other. Yet instead of picking yourself up and trying to work for your nation again, you left the army behind. And now you're running some sort of company that deals with the rich? Just what happened to your patriotism? Oh, ein schöner Kamerawechsel eingebaut. Also immer im Kontext des Spieles. Und es gibt das viel, viel schöner, auch innerhalb der Spielwelt, aber das ist nicht unwichtig. Also ich finde, dass innerhalb der Reihe merkt man schon, dass sie immer besser werden und das zieht sich auch wirklich durch. Bis heute. I beg of you, return to the military. You're a capable man. Those skills of yours would be a valuable asset to the force, and it's where you should be using them. I'm sorry, Sander. I cannot ever return to the army again. Why? Why, Colonel? You've repented more than enough for your actions. Both General Morgan, Brigadier, ich weiß wirklich nicht, wie man es ausspricht, ne? Brigadier, General Bright actively desire your return. I and all of the other soldiers in my position would be overjoyed to have you in our ranks again. So why? Why do you look at me with that sad expression and tell me that it's not possible? Why would you apologize to me? Make no mistake, Sander, I haven't abandoned my love for my country. It burns as brightly in my heart as it ever did. But what I did was truly terrible. I organized a coup d'etat, destabilizing this nation and disrupting the lives of countless people. Thanks to the help of all those around me, I was able to realize what a foolish mistake I made. And yet in my heart, I feel exactly the same way I always did. I'm not sure what you mean. In spite of all that happened, my love for my country is unchanged. I still feel the blind desire to do anything I can to aid Leben, no matter how reckless or dangerous it may be. I'm the same man I was when I plotted that coup d'etat. Not a thing has changed. That thought, Sander, terrifies me. Then you didn't leave the military because you had lost your love for your country? You're saying that you left it because you still love your country? Forgive me, I have no right to be making excuses to you and trying to justify myself. Not after I dragged all of you down with me and ruined your lives forever. Truly, I'm sorry for what I did to you and all of the other members of the division. Please don't misunderstand. I didn't leave the army in an attempt to run from my own weakness. Nor did I leave it because I was ashamed of the treatment I received for my actions. After what happened, I thought long and hard about what I should have done instead of what I did, trying to work out where I'd gone wrong. As I did that, I noticed something vitally important that I had failed to realize up until that point. After setting up the intelligence division, I began gathering information and using it to protect Leben. Yet thinking about it now, I didn't know the first thing about the nature of information at the time. Information isn't something that exists alone. It only exists when people use it and see it as something of worth. Furthermore, the value of that information can change radically depending on the position and perspective of those who look at it. Can't help but wonder if overlooking this simple fact was what caused my patriotism to start to become more of a force than harm than good. Somewhere along the line, I started to believe that only information I saw as valuable was of any importance, and as a result, I ended up wanting power in order to compensate for the weakness of my own heart. Thinking back, I think what I really needed was a different perspective through which to view information, one separate from the military, one that doesn't see a country or people's way of life as a system or as numbers and absolutes. I needed to be collecting information that was disadvantageous to Leben too, rather than cast it all aside. I needed to view us and the surrounding nations in a variety of lights while collecting a wide variety of information from a freer perspective. Freer, also so wie frei, ne?
So you believe the company you are running now is capable of doing that? Yes, I do. I can't say for sure that this will allow me to avoid repeating my past mistakes. Perhaps there was something more important that I should have been doing before giving thought to any of this to begin with. But in the end, I came to the conclusion that Leben needs a fresh perspective, and I then resolved to leave the army. If it needs a means to gather intel, it can make another intelligence division. That is for Brigadier General Bright to worry about, not me. Still, the civilian population has no such group or organization. It's never had one. I doubt anyone in the civilian world has ever thought to create one in order to gather and accurately analyze information either. That was why I, as a civilian like every other, chose to establish RNA research, believing that I am the right person to be the first to do so. You truly don't have any intention of returning to the military, do you? If I said there wasn't a part of me that longed to return to my days of active service, I would be lying. But I'm hoping that through this, I will be able to become another I, by which to support this nation. And I see my current occupation as a new way to show my love for my country. I wonder if that makes any sense. You're a coward. No doubt every word you are saying is objectively correct. That's how you've always been. There's never been room for a rebuttal in your arguments. But Colonel, you're also no longer the man who swore to forge this kingdom's future with his own two hands. Goodbye, Colonel. We will never meet again. Okay. Tschüss. Fand ich jetzt nicht so stark von ihm. Du hast recht, aber du bist auch doof. It's not true. It's not true at all, Senator. I've chosen the path I now walk, believing it to be right, certainly. But even I don't know for sure if what I'm doing is correct. Even now, I'm terrified of the possibility that I might be making the wrong choice. I worry that the road I walk might be the makings of yet another grave mistake. I just don't have the same power that Brigadier General Bright does. I really am hopeless. Sir? You didn't have to come out here in the rain. We should return to the office. You'll catch a cold staying out here much longer. Kanona, I'm sure he's just having trouble coming to terms with his new life too. You just can't forget the fervent enthusiasm of the intelligence division, as if he doesn't feel like he belongs in the world that's come after it. The day will eventually come when he will be able to understand what you said. That's exactly what happened to me, you know? True enough, I suppose. You're right. Shall we be going then, Kanone? Yes, sir. Auf geht's, Kanone. So. I wasn't expecting to end up quite this soaked. Are you alright? I'm fine, don't worry about me. This actually brings back fond memories of the survival training I underwent back at the academy. I do think you should go and get changed into some dry clothes though, sir. A little rain never hurt anyone. I don't believe I was half bad at my own survival training, you know? Even then. An encrypted call? Dylan did mention that he had some information of interest in his report earlier. Perhaps this relates to that. Sounds possible. Which would mean that something has happened over in the Republic. Ja, aber was denn nun? Ich glaube, das spielt für uns noch gar keine Rolle, oder? Bin mal gespannt, was sie sagen. Yes, it's me. Can you please stop calling me that? Yes, that's right. Yes. In the Eastern Quarter? We don't have anyone there yet thinking about it. Alright, I'll look into it as best I can. Das ist übrigens doch, ich erinnere, das ist sehr wichtig. Right, you be careful too. Das ist schade, dass sie hier nie wieder mehr draus gemacht haben, weil in der Crossbow-Duologie spielt das hier alles schon noch eine Rolle, aber danach eigentlich gar nicht mehr. Meine ich zumindest, kann mich auch täuschen und ich hab's mal wieder irgendwie übersehen. Egal. Has something happened? Another Jäger Corps has entered the Eastern Quarter. A sizable one too, the Red Constellation. Merken, wichtig für die Zukunft. Sehr wichtig. Really? There seems to be rather a lot of activity on the Jäger front of late. Their arrival makes it very likely that the power struggle there will begin to worsen too. I doubt the old intelligence division network is going to be sufficient to fully stay on top of the situation. I think I may have to head there personally.
Wenn es das ist, was ich glaube, dass es ist es wahnsinnig wichtig. So, wir sind am Flughafen. I still have doubts about what I'm doing. Ich weiß übrigens nicht, ob das B stumm oder nicht ist. Ich glaube, das kann sogar tatsächlich dialektmäßig abhängen, aber ich weiß es wirklich nicht. Müsste ich mal nachschauen. Nothing about my love for my country has changed. Nothing at all. So is it even possible for me to find and walk the right path this time? Is it truly possible for any mortal to forge the correct path through life? I don't know, but all I can do is try to follow the path I believe to be right in hopes that I'm not mistaken. Believing in those who have supported me and worked to right my wrongs. Sir? Is something wrong, sir? Oh, you're here, Kanone? Kanone, eh? I did tell you that you didn't need to come and see me off, you know? You did, but I'm afraid that simply won't do. Seeing off their superiors is the duty of a subordinate. Subordinate? Perhaps in the military, but that is no longer the world we live in. There's no need to act like a soldier anymore. Oh, and one more thing. Please do take good care of things in the office while I'm gone. I think the odds of any large requests you'll struggle to handle without me coming in are fairly low at least, but leave everything to me, sir. I'll be sure to handle every request that comes in with care and kindness. I'm well aware you always look forward to taking on small requests too, so they will be giving the same high standard of service as any other. You know me too well. Ich finde es so schön, dass die noch die Chance bekommen haben, sich weiterzuentwickeln. Vor allem ist es ja nicht so, als ob die das jemals loslässt. Und das ist übrigens auch eine schöne Parallele zur Wirklichkeit. Wenn man wirklich mal irgendwie einen großen Fehler begangen hat, oder einen Fehler generell, ihr werdet das nie vergessen. Und ihr werdet daraus lernen und euch weiterentwickeln. Oder ihr werdet daran zugrunde gehen. So böse gesagt, ne? Aber es ist wirklich so, das verfolgt einen für immer, egal was man tut. Und man kann nur versuchen, das Beste draus zu machen. Das finde ich hier unglaublich schön gemacht, weil es ja nicht mal komplett seine Schuld ist. Er ist zwar anfällig gewesen für diese ganze Geschichte, aber er hat ja jetzt nicht grundlegend was Böses im Schilde gehabt. Es ist wirklich schön gemacht und ich mag deswegen diesen Blick in Richards weiteren Verlauf so gern. Und ich hoffe, vielleicht hören wir noch mal irgendwas von ihm. So, Seek? What on earth is Julius Bird doing here? Scree! Don't you just sit on His Excellency's arm as if it's your own personal property? Scree? Please, Kanone. Ich kann diesen Namen nicht ernsthaft aussprechen. There's no need to glare at him like that. Also, please stop calling me Your Excellency. Scree, scree. Richard then noticed that there was a note attached to Seek's leg. What's this? It's addressed to me. Scree, scree. Richard took the memo from Seek's leg. The memo? This looks like a letter from HQ? As in military HQ? Why is the Royal Guards carrier Falcon bringing a message to you? Who knows? Its writer is a real slave driver though. Thank you for delivering this to Seek. Let him know that I accept his request. Scree! Sir, was that? See for yourself. Best of luck with your little trip. We'd like to know what the Red Constellation is up to too, so we'd appreciate you looking into it for us on the side. Siehst du, und da hat er das ja wieder, dass er für sein Land eben doch nützlich ist. Honestly, I hope you don't think this information is going to come cheap, Brigadier General. Und, also sie haben es jetzt nicht explizit gesagt, aber das ist unglaublicher Aufbau für Crossbell Arc. Denn wir werden einen Verbündeten von Richard in der Stadt treffen, in der Duologie. Wir werden aber Richard auch nicht mehr wiedersehen. Und auch, dass die Red Constellation da ist. Story, I accept your request, finished. Okay, damit haben wir es schon. Das ging ja sogar von der Länge. Das war gar nicht so lang, passt also perfekt in diese Folge rein. Und damit... Nee, warte mal. Wir machen noch kurz einen kleinen Abstecher. Die Herb Scenic Route. Weil ich würde schon ganz gern wissen, wen wir als nächstes brauchen. Das wäre ja sonst irgendwie ganz schön blöd. So, war das hier? Ne, hier war der erste, ne? Wir gehen nochmal hier lang. Da war eine Zeit. Ich glaube, auf dieser Straße hier müsste der nächste sein. Na je. Zack. 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 Läuft gar nicht mal so gut. Ja, okay, die sind aber auch ziemlich dämlich. Sagte er und wurde trotzdem noch getroffen. Also ich kann eigentlich gar nichts sagen.
Dieser Straße. Ne, wir gehen erstmal in den Norden. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Kann mich auch täuschen. Leute, nehmt nichts, was ich sage, für bare Münze. Das leuchtet aber, ne? The front of the monument is glowing. Ne, step away, das war's nicht. Seht ihr mal. Also, in den Süden. Pass auf, jetzt waren wir da auch schon, ey. Da waren wir auch schon. Rot, da waren wir auch schon. Ja, ich bin halt sehr dumm. Kann mich offensichtlich an nichts erinnern. Das ist bedauerlich, aber so ist das Leben. Hä? Muss ich dann doch nochmal zurück am Anfang? Ey, wieso habe ich mir nicht einfach mal aufgeschrieben, wo die Dinge sind? Bei dem am Anfang, ich glaube, das könnte der 4. dann jetzt sein. Oder? Wir werden es sehen. Okay, wir werden es nicht sehen, weil ich bin zu doof. Und jetzt hat Joshua auch keine Punkte mehr. Nee, keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Also nicht, dass ich das nicht schaffen würde, aber es ist halt einfach mit zu viel. The face of the moon is glowing and the words are visible upon its surface. Das ist er also. In my lord's place, I, the Schwarzwörter, do decree. Here lies the black ark. Place your hand on this monument, the orphan of a lost village among your number. What? That's... The Schwarzwörter is waiting for us in here. And for some reason, he really wants me to come and see him. Yep, that's about sums it up. So the choice is yours, Joshua. Naturally, I'll be accepting his invitation. As soon as you're all ready, let me know. Then I'll touch the monument. Joshua, I am. No matter what happens, I'll be fine. All we can do now is keep moving forward, and that's what I intend to do. Ja, und das möchte ich auch machen, aber vorher, dann brauchen wir halt Richard nicht mehr. Siehst du, dann haben wir schon fast die perfekte Party mit mich. Aber ich hätte ganz gerne dann für Richard Chloe als Heilerin dabei, weil jetzt waren doch ein paar Kämpfe dabei, wo ich sagen muss, wäre ganz gut, wenn wir die dabei gehabt hätten, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht können wir eher noch unsere, ja guck mal, leuchtet, können wir trinken, dann haben wir unsere CPs auch noch aufgerüstet. Dann möchte ich gerne noch einmal meine EPs heilen für Joshua, der sie ja gerade leider verloren hat. Zack. Und dann Sixth Plane. Arsenic Root. Zack. Und zack. Dann einmal nochmal hier lang. Einmal hier hoch. Jetzt wieder nicht in diesen blöden Blödmann reinlaufen. Und zack, da sind wir. Und ich würde sagen, das ist der perfekte Moment, um hier einen Cut zu machen. Denn das ist unser letzter Ausflug in diese Monumente. Bedeutet aber auch, das wird nochmal ein bisschen dauern. Ihr habt schon gelesen, die Ark wird da auf uns warten. Das bedeutet... Also ich weiß noch, dass das auch ein Dungeon hier drin war, deswegen gehe ich davon aus, dass das jetzt hier kommt, ist das Luftschiff von Ouroboros, das rote. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber das irrsinnig groß ist. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen dauern. Da werden wahrscheinlich auch noch mal ein paar Türen auf uns warten. In diesem Sinne, macht euch noch gefasst auf ein bisschen Kapitel 6, bestimmt so ein paar Folgen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein und tschüss.